Ihr Lieben, zwischen Aufbruch und Erschöpfung, das ist es, was wir jetzt in dieser hochenergetischen und sehr transformativen Zeit sehr deutlich fühlen. In unseren Körpern, in unseren Seelen, in den Emotionen und auch im äußeren Geschehen. Und oft sind wir so müde, so unendlich müde von all dem, müde vom Müssen, vom Geschrei da draußen, von all den Lügen. Das alte Laufrad funktioniert nicht mehr, das uns viel zu lange abgelenkt hat. Doch genau das führt uns tief in uns hinein, wo all das, was wir unterdrückt haben, irgendwann aus uns hervorbricht, wie auch immer mehr aus Mutter Erde heraus. Oh ja, die großen Portale des Wandels öffnen sich, die Schleier sind gefallen. Die Sonne flutet uns mit Licht, fegt mit ihren Stürmen durch uns und über alles hinweg. Und genauso spüren wir das. Es zieht, zerrt, schmerzt, ängstigt, weil das Alte, an dem wir noch festhalten, sich immer mehr lösen will, wegbricht. Ja, diese Stürme sind es, die die Transformation jetzt ganz stark vorantreiben. Hin zu einer neuen Ordnung, einer neuen Erde. Es ist ein kosmischer Weckruf zum Neuen, zum Aufbruch, zum Lichtvollen in uns und zu unserer wahren Essenz. Alles wird bereinigt, was nicht der Wahrheit entspricht. Und nichts kann mehr verborgen, verdrängt werden im Licht. Das ist es, was geschieht, ihr Lieben, während sich die alte Welt nochmals aufbäumt, immer krasser, immer surrealer erscheint. Oh ja, das Alte macht viel Lärm beim Sterben, sagt man, und alles wird nun sehr hell beleuchtet, was nicht mehr im Einklang ist, um Klarheit zu gewinnen und uns zu erinnern, wofür wir hergekommen sind. Zwischen Erschöpfung und Aufbruch, da sind wir jetzt. Und weil immer wieder die Frage kommt, wann es besser wird. Nein, es wird erst einmal ganz und gar nicht ruhiger. Denn wir befinden uns inmitten von massiven Veränderungen, die sich auf der Sonne, in Mutter Erde und in allen biologischen Systemen nun immer mehr katalysieren. Unser Erdmagnetfeld, unsere Magnetosphäre, der Schutz unserer Erde vor eindringender kosmischer Strahlung wird immer schwächer und sehr viel, sehr hohe kosmische Lichtenergie dringt jetzt fast permanent zu uns. Und das spüren wir natürlich, denn diese Energien fließen durch uns und wirken auf alles Leben hier. Und wir spüren diesen Druck und die extremen energetischen Überladungen mehr als deutlich. Nicht nur körperlich, besonders Herz, Hirn und Nerven sind stark beansprucht, sondern auch geistig, emotional. Durch starke innere Nervosität, Unruhe, einem Gefühl wie aufgeladen zu sein und dass uns diese atmosphärischen Turbulenzen massiv fordern. Gefühlt bewegen wir uns mit all dem auf ein großes Event zu, ihr Lieben, von dem an sich die notwendige kosmische Ordnung wiederherzustellen beginnt. Und die Sonne treibt diesen großen Wandel nun massiv voran. Und das heißt für uns, diese Zeit jetzt wirklich als Chance zu nutzen, um zu lernen,
mit diesen Energien umzugehen, sie bestmöglich zu integrieren. Und ja, es gibt die, die von all dem scheinbar nichts spüren. Aber auch das wird sich ändern. Und das zeigt sich auch bereits mehr als deutlich in der massiven Überreiztheit und den überschießenden Emotionen im Außen, als auch in der Zunahme von psychischen wie physischen Erkrankungen, wie auch der Flucht in Medikamenten und Drogen. Und wie ich immer sage, ohne sich mit der Energetik zu beschäftigen, wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Jetzt ist noch die Zeit dazu, zu lernen, uns an die massiven energetischen Veränderungen anzupassen und damit umzugehen, um nicht irgendwann einfach mitgerissen zu werden. Was auch heißt, wirklich loszulassen, was uns zusätzlich belastet, uns nicht gut tut. Denn der Organismus braucht jetzt seine ganze Kraft und unsere bestmögliche Unterstützung, um seine Funktionen aufrechtzuerhalten. Ja, viele von euch haben es schon gemerkt, es wird immer schwieriger, im alten Hamsterrad mitzuhalten oder zu funktionieren, wie wir es lange gewohnt waren. Oh ja, es ist das Wichtigste überhaupt jetzt, uns gut um uns selbst zu kümmern. Und noch viel mehr, wenn bereits Vorbelastungen bestehen. Denn Immunsystem und Regenerationsfähigkeit sind teils stark eingeschränkt, zusätzlich auch durch Manipulationen bedingt. Und vor allem sollten wir sehr achtsam bezüglich negativer Gedanken und Emotionen sein, die sich jetzt sehr schnell auch im Körper manifestieren können. Das heißt, unsere Gedanken umzuwandeln, ja, die Kraft unserer Gedanken endlich zu erkennen und uns nicht in negative Energien hinein und hinunterziehen zu lassen. Ich weiß, dass sehr viele immer noch, vor allem von negativen Nachrichten und Überschriften angezogen werden, die jedoch gezielt manipulativ eingesetzt werden in allen Bereichen und leider auch im Spirituellen. Und die uns in sehr negative Frequenzen hineinziehen, wenn wir sie mit unserer Aufmerksamkeit nähren. Achtet bitte sehr sorgfältig darauf, mit was ihr in Resonanz geht, denn genau das ist es, was ihr auch anzieht und manifestiert. Denkt immer daran, wir bestehen zu 90% aus Energie, die unser ganzes Sein ausmacht und die 10% Materie unseres irdischen Körpers steuert und uns mit Geist und Seele und mit allem um uns herum verbindet. Oh ja, wir sollten diese einströmenden, sehr hohen Lichtenergien wirklich positiv für uns nutzen, die uns jetzt immer tiefere Zugänge zu unserer Seele und zu den anderen Dimensionen eröffnen. Jedoch nur, wenn wir lernen, trotz des Chaos da draußen, unsere innere Balance zu halten. Ja, uns wieder selbst zu ermächtigen und nicht darauf zu warten, dass es irgendwann irgendwie schon wieder besser wird. Ja, es wird besser, es wird anders, es wird neu, ihr Lieben. Doch hierfür braucht es auch unser Zutun, denn es liegt an uns, das Ganze im wahrsten Sinne zu meistern. Und der Schlüssel dazu heißt Urvertrauen. Vertrauen in unsere Seelenkraft und die Anbindung an das
große Ganze, das uns durch diese Zeit führt. Die Erhöhung unseres Bewusstseins und unser Erwachen gehen Hand in Hand mit all dem, was jetzt geschieht. Und vielleicht braucht es das auch. Denn zu viele sind nur bereit, wirklich etwas bzw. sich selbst zu ändern, sich zu öffnen und die Verbindung mit allem um uns herum zu erkennen, ja, Verantwortung zu übernehmen, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt. Wir werden mit Licht geflutet und all die Symptome, die sich jetzt zeigen, sind im Grunde genommen unsere kosmische Neugeburt und die Befreiung unserer Seele, wenn wir bereit sind, hinzuschauen, den Schmerz in Heilung zu wandeln, zu transformieren und uns nicht selbst blockieren. Das ist die kosmische Aufgabe, die uns jetzt gestellt wird, unsere eigene Schöpferkraft wiederzuerkennen. Denn wir sind Kinder einer neuen Erde und genau dafür sind wir hier. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.